Wir sind hier im Badischen Landesmuseum in der Eingangsinszenierung zur Sonderausstellung Unrecht und Profit, das Badische Landesmuseum im Nationalsozialismus. Hinter mir ist eine Collage aus der damaligen badischen Presse zu sehen zum 1. Mai 1933. Zu sehen ist das Schloss, das Badische Landesmuseum, geschmückt mit Tannenreisig und mit Hakenkreuzfahnen. Im Vordergrund unten, der Herr im Profil, das ist der Gauleiter Robert Wagner, der diesen Anlass nutzte für einen großen Massenaufmarsch vor dem Schloss mit Musikkapellen, viel Publikum, Soldaten, die da auflaufen, und er hält eine Rede anlässlich des Feiertages. Das zieht sich bis in den Abend. Am Abend erlischt das Licht, die Fassade wird zunächst dunkel und dann erscheinen schwarze Hakenkreuze auf weißem Grund, umgeben von rotem Licht. Mittels bengalischem Feuer wurde das Schloss angestrahlt mit Hakenkreuzen. Das Badische Landesmuseum wurde ab 1919 im ehemaligen Residenzschloss eingerichtet. Das heißt, es gab schon eine Sammlung hier in Karlsruhe am Friedrichsplatz. Die Eröffnung fand am 24. Juli 1921 statt. Hier sieht man die Anzeige in der damaligen Karlsruher Zeitung. Die Einrichtung war in den Schlossräumen, die noch ihre wandfeste Ausstattung hatten. Und man sieht, es gab eine ganz beträchtliche Sammlung, die natürlich kontinuierlich erweitert wurde. Das heißt, ein Museum kauft sukzessive Museumsobjekte ein. Hier in der Vitrine sehen wir zwei Siegelstempel. Der eine Siegelstempel wurde in der Weimarer Republik, also ab 1921 vom Landesmuseum verwendet, mit einem sehr schlichten Stempel, der das badische Wappen zeigt und eben Badisches Landesmuseum in einer serifenlosen Schrift. Und das wird gleich 1933 geändert durch einen neuen Siegelstempel, der bereits den Reichsadler mit einem Hakenkreuz zeigt. Das hier ist der Stadtblatt von Karlsruhe aus dem Jahre 1934 und die Umwandlung in der nationalsozialistischen Zeit gemäß der Ideologie ging ganz rasch. Was noch vorhanden ist, ist das ehemalige großherzogliche Residenzschloss, in Klammern als Badisches Landesmuseum ausgewiesen. Wenn wir hier die Achse runtergehen auf den Marktplatz, der ist bereits umbenannt in Adolf-Hitler-Platz. Und wir sehen hier noch die Synagoge in der Kronenstraße, die dann 1938 zerstört wurde. Das Badische Landesmuseum war in der Einrichtung und der Auswahl seiner Objekte von der NS-Ideologie eigentlich unbeeinflusst. Eigentlich bezieht sich auf das Armeemuseum, das schon eine Planung war seit 1919. Karlsruhe war ja Garnisonsstadt gewesen und deshalb hat man ein militärhistorisches Museum geplant in den ehemaligen Marstellen. Denn das sind diese 4 rot angezeigten Gebäude und Sie sehen hier einen Gebäudekomplex, die sind heute abgerissen. Hier wurde also das Armeemuseum etabliert, zumindest hat der damalige Museumsleiter Hans Rott es so geplant. Es gab immer wieder finanzielle Probleme und hier ist dann der Gauleiter Robert Wagner direkt eingesprungen und hat es zur wichtigen Aufgabe deklariert und befohlen, ein Armeemuseum Deutsche Wehr am Oberrhein einzurichten. Die Einrichtung war relativ schlicht gehalten, natürlich viele Uniformteile, Waffen und so weiter, durchgeführt durch Kurt Martin, der spätere Leiter der Kunsthalle Karlsruhe, und durch Oberst AD Erich Blankenhorn, der ihn militärgeschichtlich beraten hat. Flankiert wurde das natürlich in der Presse und auch mit Gedichten, und da kommt die nationalsozialistische Ideologie ganz eindeutig zum Ausdruck. Also es wird in einem Gedicht dafür geworben, dass jeder blonde Knabe im Braunhemd sich dieses Museum anschauen muss, sich seiner Vätertaten bewusst werden soll, um die Westmark zu verteidigen. Das ist natürlich ganz klar gegen den Feind Frankreich, so muss man das sagen. Also hier im Armeemuseum findet die nationalsozialistische Ideologie ihren Platz. Das Thema mag vielleicht schwierig zu vermitteln zu sein, deshalb haben wir uns überlegt, mit einem Hasen durch die Ausstellung zu führen. Dieses Plüschkaninchen nimmt Bezug auf den Titel Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, ein Jugendbuch von Judith Kerr. Das ist die Tochter des damaligen Theaterkritikers Alfred Kerr gewesen aus Berlin, der aufgrund seiner politischen Ansichten verfolgt war. Die Familie flüchtet über die Schweiz, Frankreich,
nach England, wo Judith Kerr dann erst in späteren Jahren dieses Kinderbuch verfasst. Und es gibt da eine ganz entscheidende Szene. Das Mädchen Anna, zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt, muss sich entscheiden, welche Spielsachen sie mitnimmt. Sie hat natürlich nur wenig Möglichkeiten und sie entscheidet sich gegen ihr Lieblingsspielzeug, gegen den Plüschhasen. Sie nimmt stattdessen etwas anderes mit. Und später wird ihr klar, dass das ein Verlust ist, den sie nie wieder korrigieren kann. Sie wird dieses Häschen nie wieder sehen. Und mit so einem Hasen, eigentlich nur ein Spielzeug, kann man zeigen, dass Objekte eben auch eine emotionale Bindung haben und deren Verlust im Zweifel auch eine Biografie beschreiben kann. Dieses Kaninchen dient uns als Piktogramm. Sie sehen hier einen pinkfarbenen Hasenkopf. Der ist auch immer in QR-Codes zu finden, die auf den Texttafeln zu jeder Ausstellungseinheit sind. Wir haben Denkanstöße formuliert und wenn man den QR-Code scannt, kann man Fragen beantworten. Zum Beispiel gibt es Dinge, die dir emotional sehr wichtig sind. Welche Gegenstände könntest du niemals zurücklassen? Und das können dann unsere Besucher beantworten. Am Ende der Ausstellung gibt es einen Monitor, der Antworten auf derlei Fragen zeigt. Das Badische Landesmuseum wurde fortwährend eingerichtet. Das dauerte eine ganze Zeit. Deshalb gab es keine Ausstellungen, die im Museum selbst stattfanden. Allerdings war das Museum Leihgeber für diverse Ausstellungen. Hier sehen wir Objekte, die in München ausgestellt waren 1937. Das war die Ausstellung Südwestdeutsche Volkskunst. Diese Ausstellung flankierte die große Münchner Ausstellung zur entarteten Kunst und gezeigt wurde Kunsthandwerk, das einen vermeintlich bäuerlichen Grundton hatte, ein Topos, der jeweils lokal oder geografisch ganz spezifisch war, mit dem man eben die Blut- und Bodenideologie zum Ausdruck bringen wollte. Es sind bäuerliche Objekte, eine Mausefalle, ein Krug, eine Kanne, das eben in dieser Ausstellung als Handwerkskunst, die aus dem Volk gewachsen ist, präsentiert wurde. Die Ausstellung ist auch eine Ausstellung über die Tätigkeit in der Provenienzforschung. Also ich versuche, die Herkunft der Objekte zu klären. An dreidimensionalen Objekten sind selten sogenannte Provenienzmerkmale, also Etiketten oder Aufschriften. Auf Gemälden sind die häufig zu finden. Ich bin deshalb auf Archivalien angewiesen, sowohl im Hausarchiv als auch zum Beispiel im Generallandesarchiv. Hier bin ich auf diese Liste gestoßen, Aufstellung der von Herrn Trummer, Mannheim, aus nicht-arischem Besitz empfangene Bilder. Diese Liste zeigt unspezifische Objektnamen, also wie Waldweg, männliches Porträt. Es ist mir aber gelungen, durch einige Merkmale wie Dame in der Theaterloge oder auch männlicher Heiliger, alle diese Objekte zu identifizieren und in der Tat, die sind unrechtmäßig entzogen. Sie stehen hier in inszenierten Containern, das nannte man damals Lifts, also Lifts, in denen die Umzugsgüter der jüdischen Bevölkerung sich befanden, die in die Häfen gebracht wurden, nach Rotterdam oder Amsterdam zur Ausfuhr. Die hat man allerdings zurückgehalten nach Ausbruch des Krieges und wieder zurückgebracht in die Städte, in diesem Fall nach Mannheim, zur Versorgung der sogenannten fliegergeschädigten Bevölkerung. Das heißt, wenn es die Menschen, die es geschafft haben, in die Emigration, in ihre Wunschländer im Idealfall zu kommen, dann war das ohne ihr Umzugsgut, ihr Hab und Gut mussten sie zurücklassen. Es wurde an die deutsche Bevölkerung verkauft und sogenannte museumswürdige Objekte wurden aussortiert, wie zum Beispiel hier 6 Bilder und eine männliche Skulptur. Ein wichtiges Datum in der Verfolgung der Juden in Baden bzw. in Baden und der Saar-Pfalz ist der 22. Oktober 1940. Da fand die reichsweit erste Deportation nach Gürs, ein Lager am Rande der Pyrenäen, statt. Im Grunde hat man hier in der Südwestecke ausgetestet, wie die Menschen reagieren würden, sowohl die Verfolgten als auch die Karlsruher Bevölkerung. Danach hat man die Wohnungen ausgeräumt. Es gab regelmäßige Beschlagnahmen, die sehr geordnet durchgeführt wurden. Und nach diesen Beschlagnahmemaßnahmen häufen sich auch Erwerbungen hier im Badischen Landesmuseum.
Hier ist zum Beispiel eine Rechnung, die der Polizeipräsident der Abteilung für das jüdische Vermögen in Karlsruhe ausgestellt hat. Der Museumsleiter Ludwig Moser kauft ein und erhält eine Rechnung über eine Schatulle mit Stroheinlagen zum Beispiel. Die sehen Sie hier in der Vitrine neben mir. Das ist wahrscheinlich eine kleine Schmuckkommode, die für 10 Reichsmark erworben wurde. Es gibt Mutmaßungen, die man anstellen kann, wem diese Schatulle eigentlich gehört hat, wer die rechtmäßige Besitzerin ist. Es ist tatsächlich aber nicht nachvollziehbar, auch nicht in sogenannten Wiedergutmachungsakten, die man in solchen Fällen konsultiert. Es ist unklar, wer die rechtmäßige Eigentümerin ist, und solche Objekte werden in die Datenbank Lost Art eingestellt, in der Hoffnung, dass Personen, die wissen, so ein Stück befand sich mal in Familienbesitz, es dort finden können. Bislang ist es nicht gelungen, deswegen zeigen wir dieses Objekt und auch die weiteren Stücke, die aus Karlsruher Haushalten verfolgter Menschen jüdischer Herkunft stammen, auch weiterhin hier im Museum. Das ist eine Station, in der wir originale Archivalien aus unserem Hausarchiv zeigen, die einen Entzugsvorgang dokumentieren. Dieser Entzugsvorgang beginnt schon 1939, in dem Clara Siegmann aus Mannheim, ursprünglich aus Pforzheim stammend, aufgefordert wird, ihre Münzsammlung hier im Badischen Landesmuseum im Münzkabinett abzugeben. Clara Siegmann war aufgrund ihrer jüdischen Herkunft verfolgt. Sie plante die Ausreise. Sie musste Reichsfluchtsteuer und Ähnliches bezahlen, natürlich auch die Ausreise finanzieren, brauchte Geld und musste deshalb ihr Vermögen anmelden. Die Münzsammlung konnte sie nicht verkaufen, sondern musste sie im Museum abliefern. Clara Siegmann flüchtete über Buenos Aires schließlich in die Vereinigten Staaten und hat dann in den 1950er Jahren ein Wiedergutmachungsverfahren angestrebt, und sie wollte Erstattung ihrer Münzsammlung erhalten oder im Idealfall die Münzen selbst. Die hat sie zur Hälfte zurückbekommen. Das Museum hat lange gebraucht, um diese Stücke überhaupt zu identifizieren. Der Grund ist, die Objekte waren ausgelagert in den Bergungsorten während des Zweiten Weltkrieges. Und tatsächlich hat es sehr lange gedauert, bis die Museumsobjekte zum Beispiel aus der Saline in Heilbronn, aus verschiedenen Schlössern hier in der Umgebung, wieder zurückgebracht wurden in ein Depot und dann wieder in die Sammlung aufgenommen wurden. Ich habe diesen Fall nochmal aufgerollt, weil ich Zweifel daran hatte, dass die Münzen, die Hälfte davon von 54 tatsächlich verloren ist. Und nach längerer Recherche stellte sich heraus, sie waren bei uns noch im Münzkabinett vorhanden. Wir konnten die Münzen 2017 restituieren, an die Enkelin in diesem Fall zurückgeben. Und im Hintergrund in der Vitrine sind die leeren Münzpappen. In solchen Pappen werden die Münzen und Medaillen üblicherweise aufbewahrt. Wir haben diese natürlich noch zur Dokumentation der Objekte bei uns im Haus mit dem Vermerk der Restitution im Jahr 2017. Hinter mir sind ganz typische Versteigerungsanzeigen zu sehen, die in der Karlsruher Presse erschienen sind, unmittelbar nach der Deportation der jüdischen Bevölkerung nach Gürs am 22. Oktober 1940. Das häuft sich also gegen Jahresende 1940 und dann noch zu Jahresbeginn 1941. Und es ist ganz offenkundig, die Versteigerungsorte sind die Wohnungen der deportierten Menschen. Das heißt, jeder, der in Karlsruhe an so einer Versteigerung teilnahm, konnte aufgrund der Adresse, in diesem Fall zum Beispiel Heidenplatz 6, Körnerstraße 44, nachschauen, wer da gewohnt hatte, falls man das nicht sowieso schon wusste, denn Karlsruhe ist ja einigermaßen überschaubar und man konnte leicht wissen, wessen Eigentum da versteigert wurde. Wer es genau wissen wollte, konnte auch im Karlsruher Adressbuch nachlesen, denn 1940 gab es 3 Extraseiten für die jüdische Bevölkerung mit der Überschrift jüdische Einwohner, die da auf 3 Seiten vermerkt waren. Es gab auch Versteigerungen, bei denen Güter aus mehreren Haushalten zusammengeführt wurden. Zum Beispiel hier die große Versteigerung in der Baumeisterstraße 18. Das ist im Zieglersaal, den gibt es noch heute und zumindest Karlsruher kennen diesen Veranstaltungsort. Also es wurden alle Flächen genutzt, um die Güter zu versteigern. Da gibt es einige Versteigerer und Kunsthändler, die sich da besonders hervorgetan haben, im negativen Sinne.
Dazu gehörte Eugen Distelbart, der auch vereidigter Versteigerer war und ein Antiquitätengeschäft hier in Karlsruhe hatte, bei dem auch das Badische Landesmuseum Stücke erworben hat. Das heißt, alle Stücke, von denen ich im Inventarbuch den Nachweis finde, erworben von Eugen Distelbart, muss ich prüfen auf ihre Provenienz. Es ist nur so, von Eugen Distelbart wiederum und seinem Geschäft haben sich keine Archivalien erhalten. Das heißt, außer dem Namen Distelbart habe ich nichts, was auf Voreigentümer hinweisen könnte. Hier in der Vitrine sind Objekte zu sehen, die sich auf einer Liste mit dem Titel Zweifelhafte Erwerbungen aus den Jahren 1938 bis 1945 befinden. Diese Objekte wurden von dem Museum zusammengestellt, weil sie von den Alliierten aufgefordert wurden, Zeugnis über ihre Erwerbungen in der NS-Zeit wiederzugeben. 1938 ist ja gewählt als Jahr, wahrscheinlich wegen der Judenpogrome im November, wo die Verfolgung offenkundig wurde. Heute beginnt die Provenienzforschung mit der Recherche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut im Jahr 1933, also unmittelbar nach der Machtergreifung. Ja, diese Liste weist Objekte auf, die ich auch zusammengesucht habe. Mehrheitlich waren sie im Depot und die Frage stellt sich, warum ist das eine zweifelhafte Erwerbung? Es ist so, dass den alliierten Mächten natürlich nicht verborgen blieb, dass die Deutschen in den besetzten Gebieten und auch in Deutschland selbst Objekte unrechtmäßig entzogen haben. Die Regelung unmittelbar nach Kriegsende war, die im Idealfall zurückzugeben an die rechtmäßigen Eigentümer, wenn man die nicht kannte, an die Länder, aus denen die Objekte mutmaßlich stammen. Deshalb habe ich bei dieser Alabasteruhr die Vermutung, dass man sie ausgesucht hat, weil sie möglicherweise aus Frankreich stammt. Man hätte sie also nach Frankreich zurückgeben sollen im Idealfall. Allerdings ist es nicht geklärt. Diese Alabasteruhr, die Paris und Hermes zeigt, also eine Episode aus dem Paris-Urteil, könnte aus Frankreich stammen. Sie ist ein ganz besonderes Stück. Es gibt kaum Vergleichsobjekte. Ich kann nur mutmaßen, dass das der Grund ist, weshalb sie auf die Liste kam. Dann sind hier noch sogenannte perlgestrickte Beutel zu sehen. Das ist von einer Vorbesitzerin namens Frau Frieda Luise Zünd von Kenzingen, ein klangvoller Name. Sie war eine Sammlerin von Textilien aller Art, auch Trachtenpuppen. Und wenn man recherchiert, wird man doch in vielen Museen fündig, die Textilien haben. Sie hat mit Museen getauscht, sie hat korrespondiert, aber auch hier kenne ich nicht die Quellen ihrer Erwerbung. Weshalb diese 5 Perlbeutel als zweifelhafte Erwerbungen ausgewählt wurden, ist mir nicht bekannt. Diese Perlbeutel sind im Grunde Massenanfertigungen, die nach Vorlagen in Heimarbeit gefertigt wurden. Diese Motive gibt es also vielfach. Die Quellen zur Vorbesitzerin, Frau Frieda Luise Zünd von Kenzingen, sind unbekannt. Es gibt auch keinen Nachlass und obgleich viele Objekte von ihr in Museen zu finden sind die sogenannten Vorbesitzer unbekannt. Wir wissen also nicht, an wen wir diese Objekte im Zweifelsfall restituieren könnten. In dieser Station geht es um die Erwerbungen der sogenannten Generaldirektion der Oberrheinischen Museen. Das war ein Museumsverbund in Straßburg unter der Leitung von Kurt Martin, dem späteren Leiter der Kunsthalle Karlsruhe, beziehungsweise dem auch damaligen Leiter der Kunsthalle Karlsruhe. Er hat Erwerbungen getätigt für das Museum in Straßburg, zum Teil im annektierten Elsass, aber auch im deutschen Kunsthandel. Aus so einer Erwerbung stammt dieses mehrteilige Kaffee- und Teeservice. Es ist ein feines Meißner Porzellanservice mit sogenannter Hausmalerei von einem Augsburger Hausmaler. Und die Teekanne und die Dose haben silbergefasste Ränder von dem Augsburger Silberschmied Elias Adam. Es gibt also mehrere Hinweise, mit denen man solch ein Service identifizieren kann. Dieses Service war in verschiedenen Bergungsorten, unter anderem in Pfullendorf, ein ehemaliges Gefängnis. Es wurde dann nach dem Ende des Krieges von den Monuments Men in einen sogenannten Central Collecting Point gebracht, in diesem Fall nach Wiesbaden, zum CCP Wiesbaden. Dort wurden solche Objekte auf Karteikarten erfasst, sie wurden fotografiert und sie haben eine separate Nummer erhalten. Diese Inventarnummer vom Central Collecting Point Wiesbaden, die findet sich heute noch auf einigen Serviceteilen und gibt Zeugnis über diesen Weg, den das Service genommen hat.
Es gibt einen Kunsthändlernamen, der genannt wird, der Verkäufer gewesen sein soll. Das ist auch mangels Archivalien nicht nachvollziehbar. Diese Stücke kamen von der Kunsthalle Karlsruhe erst 1959 an das Badische Landesmuseum. Warum? Die Kunsthalle Karlsruhe sammelt Gemälde in erster Linie, auch Skulpturen. Das Badische Landesmuseum ist für das Kunstgewerbe zuständig und man kannte sich, man hat diese Objekte hier abgegeben und ich prüfe seither deren Provenienz, ohne tatsächlich fündig geworden zu sein. Es ist also noch weiterhin zu klären, wem diese Objekte eigentlich gehören. Hier sind Gegenstände aus der Sammlung von Dr. Ernst Gallinek zu sehen. Wir konnten diese Sammlung restituieren an die rechtmäßigen Erben nach einem sehr langen Prozess, denn die Sammlung Gallinek besteht im Wesentlichen aus über 460 Stücken verschiedener Porzellanmanufakturen, also er war ein begeisterter Porzellansammler. Seine Wohnung war natürlich standesgemäß eingerichtet, dazu gehörte ein Gobelin, wie man ihn hier im Hintergrund sieht, und man hat da gerne derlei Delfter Vasen immer in ungeraden Zahlen, so 3, 5, 7 davor präsentiert. Ernst Gallinek stammte aus Breslau, er ist dort 1865 geboren, lebte in sehr guten finanziellen Umständen, hat Geologie studiert. Vor allem war er aber Porzellansammler seit mindestens 1910. Diesen Lebensweg kann man mittlerweile ganz gut recherchieren. Auch er war aufgrund seiner jüdischen Herkunft Verfolgungen ausgesetzt und das war der Grund, warum er 1935 nach Baden-Baden gezogen ist. Tatsächlich sind in diesem Zeitraum viele Menschen jüdischer Herkunft nach Baden-Baden ausgewandert, muss man sagen, in der Annahme, dass im internationalen Kurort sie vor Verfolgung geschützt wären, was leider ein Trugschluss war. Ernst Gallinek hat dort noch 5 Jahre gelebt. Er ist 1940 gestorben, eines natürlichen Todes. Er war tatsächlich auch krank und bettlägerig. Er hat von seiner Wohnung in der Scheibenstraße 18 vermutlich allerdings das Vernichtungswerk, nämlich die Zerstörung der Synagoge in Baden-Baden, erleben können. Er war als Porzellansammler bekannt und unmittelbar nach seinem Tod hat das Deutsche Reich Zugriff auf seine Sammlung gehabt und diese Porzellansammlung wurde dann unrechtmäßig und kostenlos übernommen, entgegen seines Testaments. Er wollte es an die Familienangehörigen vererben. Die Sammlung ist dann in das Badische Landesmuseum überführt worden und die späteren Kollegen meiner Generation dachten, es sei eine rechtmäßige Erwerbung und sukzessive kam zutage, nein, auch das ist NS-Raubgut gewesen. Wir konnten die Sammlung dann 2021 an die Erben restituieren und die Erben haben sich entschieden, die Sammlung an das Landesmuseum zu verkaufen, weshalb wir hier diesen Gobelin zeigen können. Der stammt aus der Pariser Manufacture Nationale des Gobelins aus dem Jahr 1620, ist also ein ganz bedeutendes Stück und ist einer von 3 großformatigen Gobelins, die von Ernst Gallinek stammen. Wir wollen natürlich auch was vermitteln zur Provenienzforschung, vor allem mit welchen Quellen man konfrontiert ist. An den Objekten selbst gibt es so gut wie keine Merkmale. Hinweise geben ausschließlich Archivalien. Wir geben unseren Besuchern Gelegenheit, an Tablets selbst zu recherchieren. Wir haben einige ausgewählte Datenbanken, zum Beispiel das Gedenkbuch der Karlsruher Juden. Wir haben aber auch einen Link zu Auktionskatalogen, die eine ganz wichtige Quelle darstellen, der im Idealfall zu einem Objekt hier in der Ausstellung führt. Dazu gibt es Hilfestellungen in Form von kleinen Karteikarten, mit denen die Besucher sich leiten lassen können durch diese verschiedenen Datenbanken. Hier auf dem Tisch vor mir gibt es auch einige Archivalien in Kopie, damit man sieht, womit man konfrontiert ist, zum Beispiel auch mit handschriftlichen Listen und da muss man dann natürlich Sütterlin-Schrift lesen können oder deutsche Kurrentschrift. Es gibt unendlich viele Listen, Handreichungen, in diesem Fall eine Handreichung zur sogenannten beschleunigten Freimachung der Judenwohnungen, die für eine geordnete Räumung der Bestände führte, denn man wollte nicht, dass dem Reich etwas entgeht. Alle Gegenstände, die man in den verlassenen Wohnungen der jüdischen Bevölkerung finden konnte, wurden erworben. Das Deutsche Reich verdiente somit Geld. Und hier an diesem Forschertisch kann man das ein bisschen nachvollziehen. Wir haben hier eine Videostation mit 2 Filmen.
Links sind Sequenzen von 1934 zu sehen, in Karlsruhe gedreht. Das sind die sogenannten Ehrentage der NSDAP. Da geht es um die Vereidigung von Soldaten im Hochschulstadion und es gibt einen Empfang durch Heinrich Himmler in den sogenannten Rennwiesen. Das ist ganz eindrücklich zu sehen, wie viele Soldaten da aufmarschieren. In der Presse ist auch immer von Zehntausenden die Rede. Das hört sich häufig unglaubwürdig an. Wenn man allerdings die Bilder dazu sieht, muss man sagen, ja, es waren so viele. Auf dem rechten Monitor gibt es eine filmische Umsetzung des Buches von Kurt Witzenbacher, Kaddisch für Ruh, zu sehen. Kurt Witzenbacher schildert seine Freundschaft mit einem jüdischen Mädchen, das er hier in Karlsruhe im Dörfle kennenlernt. Und er erlebt die Deportation dieser Familie. Das verarbeitet er später in einem Roman. Und dieser Roman ist von einer Pädagogikstudentin vor 10 Jahren umgesetzt worden mit diesen filmischen Eindrücken, die das Schicksal dieses Mädchens Ruth schildern. Eine weitere Möglichkeit, unrechtmäßig entzogene Güter zu erwerben, war die sogenannte M-Aktion, das heißt Möbelaktion. Ab 1942 hatte der Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg in den von den Deutschen besetzten Gebieten Räumungen der Wohnungen und Güter durchgeführt. In Karlsruhe gab es eine Möbelstelle, die zuständig war für die Versorgung der fliegergeschädigten Bevölkerung. Nach dem damaligen Leiter Heinrich Baumhoff kamen in Karlsruhe aus Paris und Rotterdam über 230 Waggonladungen mit Gütern nach Karlsruhe, die er verteilt hatte. In diesen Güterwagen waren hauptsächlich eben Möbel, aber auch museumswürdige Objekte, und der damalige Museumsleiter Ludwig Moser konnte sich dort Objekte für die Sammlung aussuchen. Er hat, wie hier in diesen Vitrinen zu sehen ist, Ostasiatiker ausgewählt, zum Beispiel hier diese schönen chinesischen Figurinen und auch 2 chinesische Schalen. Die Provenienzforschung erstreckt sich nicht nur auf die Jahre von 1933 bis 1945, sondern ich untersuche alle Objekte, die nach 1933 erworben wurden. Zum Beispiel diesen schönen Jugendstilflügel hinter mir, das ist eine Erwerbung aus dem Jahr 1971. Er wurde gekauft von der Karlsruher Loge Leopold zur Treue. Es hat sich herausgestellt, dass er ursprünglich aus einer Mannheimer Villa stammt, die Dr. Richard Kahn Staré gehörte. Die Villa hat er sich ausstatten lassen von dem Jugendstilkünstler Mackay Bailey Scott, ein schottischer Architekt und Innendesigner, der für seine Entwürfe auch in Deutschland sehr bekannt war. Und der Musiksalon in der Mannheimer Villa ist komplett von Mackay Bailey Scott gestaltet wurde. Das heißt, sämtliche Möbel, die Deckengestaltung, Fußboden, die Buntglasfenster, wie das Fenster hinter mir, das ursprünglich zu diesem Musiksalon gehörte, das ist alles aus einem Guss von diesem Architekten entworfen worden. Die Familie Kahn war aufgrund ihrer jüdischen Herkunft vermutlich auch verfolgt. Allerdings war Richard Kahn mit Anna Kahn Staré verheiratet, die eine Arierin war, nach Definition der nationalsozialistischen Zeit. Und er war durch diese Mischehe vermutlich geschützt. Es gab auch Kinder. Die Familie hat die Villa dann verkauft. Die Villa Kahn, vormals Wärterplatz 14 in Mannheim, wurde abgerissen. Und Familie Kahn Staré zog dann nach Baden-Baden. Es ist zu vermuten, dass die Möbel zum großen Teil mitgenommen werden konnten. Zumindest in den Wiedergutmachungsakten gibt es keinen Hinweis auf verlorenen Hausrat. Richard Kahn Staré ist auch 1945 eines natürlichen Todes in Baden-Baden gestorben. Seine Frau hat ihn noch um einige Jahre überlebt, auch die Kinder. Dann verliert sich allerdings die Spur und es fehlt im Grunde, um die Rechtmäßigkeit der Erwerbung zu bestätigen, ein Rechnungsbeleg für den Verkauf an die Karlsruher Loge Leopold zur Treue. Dieses Puzzleteil fehlt allerdings noch. Insofern ist die Provenienzrecherche zu diesem Flügel noch nicht abgeschlossen. Das Badische Landesmuseum hat in der NS-Zeit nur 3 antike Objekte erworben, unter anderem diesen Krater, das ist ein Weinmischgefäß. Die Erwerbung stammt aus dem Jahr 1934, das lässt hellhörig werden, und sie stammt von dem Oberst Erich Blankenhorn, der die Einrichtung des Armeemuseums durchgeführt hat.
Bei diesem Krater kann man nachvollziehen, wie wichtig es ist, die korrekte Objektansprache zu haben, denn man muss wissen, wonach suche ich eigentlich? Wonach suche ich in Erwerbungslisten? Wonach suche ich in Entzugslisten? Mit welchen Begriffen kann so ein Objekt in Auktionskatalogen vermerkt sein? Im Inventarbuch ist dieser Krater als Totenkultkrater vermerkt. Das ist ein Begriff, der allerdings in die Irre führt, denn er ist nicht zutreffend. Zutreffend sind auf dieser Seite zu erkennen die Darstellung von zwei jungen Männern in langen Gewändern. Das sind sogenannte Manteljünglinge in der Sprache der Archäologen. Und tatsächlich, wenn man nach diesem Begriff recherchiert, wird man auch in Auktionskatalogen aus der entsprechenden Zeit fündig. Allerdings gab es keinen Treffer für diesen konkreten Krater. Das heißt, die Provenienz ist hier nach wie vor offen. Ein Hinweis könnte vielleicht sein, dass der Sohn von Erich Blankenhorn, Herbert Blankenhorn, zur fraglichen Zeit in Athen stationiert war. Und er war im Jahr 1934 wiederum auf Heimaturlaub bei seinen Eltern in Badenweiler. Da könnte man vermuten, dass er aus Griechenland einen Krater mitgebracht hat. Das ist allerdings ein apulischer Krater. Der könnte wiederum sich in einer Sammlung in Athen befunden haben. Das ist allerdings alles Spekulation. Herbert Blankenhorn war übrigens später der außenpolitische Berater von Konrad Adenauer. Insofern rückt diese Geschichte, die vermeintlich lange zurückliegt, dann doch wieder sehr nahe in die Geschichte der jungen Bundesrepublik. Ich stehe hier neben einem Albarello. Das ist ein Apothekengefäß. Vermutlich ist da mal Salbe aufbewahrt worden. Dieses Objekt stammt aus der Sammlung von Alfred Pringsheim, einem Mathematiker, der in München lebte, der vor allem bekannt war für seine herausragende Sammlung von Majoliken. Pringsheim war ebenfalls aufgrund seiner jüdischen Herkunft verfolgt. Er musste Deutschland verlassen, um seine Ausreise finanzieren zu können, und um die Reichsfluchtsteuer zu bezahlen, ließ er seine Majolika-Sammlung 1939 bei Sotheby's in London versteigern. Darunter war eben auch dieser Albarello. Der unrechtmäßige Entzug ist also offenkundig, und deswegen haben wir dieses Objekt zur Restitution an die Familie bestimmt. Allerdings, das ist auch immer mal wieder der Fall, gibt es hier noch Klärungsbedarf innerhalb der Familie, wer denn erbberechtigt ist, und deshalb steht dieser Albarello noch weiterhin bei uns im Museum. Damit sind wir am Ende des Rundgangs. Es gäbe zu jedem Objekt natürlich jede Menge Detailinformationen. Die kann man in der Ausstellung selbst nachlesen. Es gibt auch eine Begleitpublikation, da kann man alle Informationen vertiefen, und ich freue mich über viele Besucher der Ausstellung.